Hallo. Hallo. Schönen guten Morgen. Wir sind total fit, oder? Geht so. Wir kränkeln so rum und dicke Augen und alles, ja. Viel Stress die letzten Wochen, ne? Haben viel gemacht so, ne? Wir sind Pitted Studio TV, willkommen hier in der Sendung. Ich bin Björn, das ist Jenny und wir machen Computerspiele. Ja. Wenn wir nicht krank sind. Ja. Ja. Current Development oder was war das jetzt? Genau. Ne? Genau, Richtig. was wir jetzt so machen. Wir wollten euch mal ein bisschen am Laufenden halten, Ja. was wir gerade so tun. Was machen wir denn? Genesen. Ja, auch. Also die Erkältungswelle hat uns zwischendurch ein bisschen dahin gerafft und wir arbeiten daran, dass es wieder gut wird. Und Ja. daneben, weil das ist ja sehr hartnäckig und dauert immer länger, als man möchte, ihr kennt das, arbeiten wir auch ein bisschen Ja. und bereiten uns auf verschiedene Dinge vor. Wir machen ein Computerspiel, das soll Kralon heißen. Ja. Und wir sind auch recht weit mittlerweile, ne? Wir sind in der Produktionsphase, also es ist nicht nur eine fixe Idee oder so, sondern wir haben schon das Announcement passiert. Ja, das ist sehr allgemein, das stimmt. Wieso? Gedankenpause, zirp, zirp. Was? Wieso? Ja, also Implementationsphase bedeutet gerade, dass wir so richtig Produktionsphase, genau. ins Ja. Eingemachte alles Mögliche ins Bis hier Spiel drin im Schlamm reinbauen, mit den Gummihandschuhen, was ne? Genau. für das Spiel auch gedacht war. Ja. Genau. Und das ist genau jetzt. Ja. Und das ist ganz cool, weil da nämlich unglaublich viel entsteht. Ja. Zum Beispiel Dialoge Ja, und Quests ja, und Questmechaniken auch. und Püppchen aufstellen. Mhm. Und ja, gut, wir müssen uns auch vorbereiten auf diverse Dinge, jetzt, die jetzt anstehen, ja. Unter anderem brauchen wir jetzt sowas wie eine Demo. Genau. Da haben auch viele Leute nachgefragt. Demo. Prototyp, Was ist denn Demo. das? Wozu braucht man das? Ja. Also, das braucht man für ganz viele verschiedene Sachen jetzt. Wir nennen das einfach Demo, weil Demo bedeutet für uns erstmal nur, es ist ein kleines Stück Spiel, was möglichst schon vernünftig spielbar ist und bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht und dann endet, ne? Also so, wie man sich das halt vorstellt mit einer Man Demo. könnte es auch Vertical Slice nennen. Genau. Haben wir auch schon mal erzählt, ne? Richtig, ne? Ja. Und dann hört das Ding wieder auf und dann kann man schon mal vorgucken. Ja. Und dieses Ding ist erstens dafür da. Erstens kann man damit dann schon mal Videomaterial herstellen. Das Ja. ist sehr brauchbar. Erstens fürs Marketing, damit ihr schon mal gucken könnt, aha, was ist denn da so zu sehen? Und zum Beispiel auch für verschiedene Events, wie zum Beispiel die Kaktus, die jetzt ansteht, oder auch natürlich dann für die erste Messe, in der wir das Ding auch tatsächlich ausstellen wollen und ihr das dann anspielen könnt. Ich muss dazu sagen, wenn diese Sendung gesendet wird, ja, ist die Kaktus schon gelaufen. Ist das so? Ich glaube, die ist nächste Woche. Das ist gut. Ja. Das ist gut, dann kann ich mich gar nicht verplappern. Ja. Da war ich mir nämlich gerade nicht sicher, deswegen dachte ich, darf ich Das jetzt... steht so im Plan. Ich muss noch mal gucken. Nee, aber finde ich glaub super. Schon, ja. Nee, ist gut, dann kann man nämlich gar nichts Wir Falsches kommen sagen. überhaupt nicht mehr klar. Ja, dann habt ihr nämlich schon ein bisschen mehr vom Spiel gesehen, das Ja. ist gut. Ja. Und noch mehr sehen und fühlen kann man dann auf der Roleplay Convention. Die ist noch steht noch vor uns. Und Ja. ja, ich bin total neugierig in diesem Moment, weil man muss zum Beispiel das Material auch bei der USK einreichen. Ja. Jetzt, wenn ihr das guckt, wisst ihr schon, was dabei rausgekommen ist. Wir noch nicht. Aber wir noch nicht. Deswegen können wir es euch auch in diesem Moment gar nicht sagen. Nee. Und sind mal sehr gespannt, wie die USK unser Spiel einschätzt. Denn es gibt immer so ein paar Sachen, die immer in die eine oder andere Richtung ziehen. Und etwas, was uns momentan nicht entgegenkommt, ist, dass es halt annähernd semi-realistisch aussieht, im First-Person-Look ist und das macht das Ganze schon etwas gruseliger. Zusätzlich haben wir an Sounds und... Geht um die Altersfreigabe, ne? Ja, So. USK ist genau Ja. Die Altersfreigabe. Und wir haben zum Beispiel auch ein paar Effekte eingebaut. Man kann das in einem Reel sehen, was wir schon mal veröffentlicht haben auf unserem Kanal. Da gibt es so ein paar gruselige Effekte. Wenn ich zum Beispiel mich einem Monster näher, dann
wird es irgendwie unheimlich, es gibt visuelle Effekte und man hört das auch, ein Herzschlag kommt und solche Sachen und das ist halt gruselig. Und sowas haut dann sofort in sowas wie die USK rein. Und ja, bin ich mal sehr gespannt. Das ist auch etwas, was wir momentan, worauf wir uns vorbereiten. Ja. Und mal gucken, was die Demo so hergibt. Warum spielt das überhaupt eine Rolle? Warum ist das nicht egal? Das ist deshalb nicht egal, weil wenn wir jetzt zum Beispiel keine USK 12 für die Demo bekämen, dann würde das bedeuten, dass wir die Monitore, während wir am Stand sind, nicht so aufstellen dürfen, dass alle, die vorbeigehen, drauf gucken können. Und unser Trailer, wenn der jetzt keine USK ab 12 bekommt, darf auch nicht überall einfach in so einer Halle auf so einer Messe aufgehängt werden und gezeigt werden. Dann müssen wir den nochmal schnippeln. Dann müssten wir nochmal ran, genau. Und das Weil wir wollen ja den Trailer zeigen, das ist ja... Das macht richtig Arbeit Ja. und dann brauchen wir sowas wie einen Messetrailer und so weiter. Und Ja. das würde das ungleich komplizierter machen. Wir müssten die Monitore so stellen, dass ihr quasi hinten drauf guckt und so. Und das ist alles sehr kompliziert. Und würden wir natürlich am liebsten vermeiden, wissen aber nicht, ob es klappt. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Wir werden euch berichten, Ja. wie das war, wenn wir das hinter uns haben. Ja. Genau. Außerdem müssen wir uns momentan auf die Messe selber vorbereiten. Das bedeutet, wir, Einfach hinfahren reicht nicht? ja, wäre schön, Ja. aber es gibt verschiedene Sachen, die man machen muss, wenn man auf so einer Messe erscheinen will. Erstens, man bewirbt sich für einen Stand. Ja. Das ist der einfache Part. Da gibt's meistens irgendwelche E-Mails oder Vorlagen, die man dann ausfüllen muss. Und dann füllt man die aus und sagt, was ist ich möchte, was ist so 3x3 Das Meter. Ausfüllen oder. ist der einfache Part. Das Ausfüllen ist der einfache Part. Okay. Der schwierige Part ist die Organisation drumherum. Denn wir müssen ja jetzt irgendwie mit irgendwas dahin. Ja. Mit Das Sack ist- und Pack. Wir haben dann irgendwie so einen Slot, der ist dann, was weiß ich, so 3x2 oder 3x3 Meter breit. Ja. Und der ist leer. Und dann müssen wir erstmal überlegen, was wollen wir denn? Dann kann man erst überlegen, ob man Wenn wir sie Sachen- kriegen. Wenn wir sie, ja gut, für die RPV und die Fantasy Basel haben wir sie gekriegt. Okay, gut. Das sind die ersten beiden Messen, wo ihr unser Spiel anspielen könnt. Und ja, die müssen wir jetzt irgendwie bestücken. Zum Beispiel mit Tischen, Stühlen, Wänden und irgendwas sollte am besten da auch zu sehen sein. Und darum muss man sich kümmern. Jetzt kann man sagen, okay, ich miete mir einen Schreibtisch und einen Stuhl dazu. Das ist auch ganz cool. Von der Messe dann, damit man die nicht mitnehmen muss. Richtig. So, ne? Ja. Das haben wir zum Beispiel auf der Fantasy Basel so gemacht, weil, also da ist das quasi im Paket mit drin, weil wir eine sehr lange Anreise haben und dann auf der Reise ja nicht irgendwelche Schreibtische und Stühle mitnehmen Ist können. vom Ruhrpott gesehen nicht um die Ecke. Genau, aber auch in Oberhausen gehört zum Ruhrpott, können wir das schon. Ja, gut zum Ruhrpott. Und darum haben wir uns überlegt, da machen wir es ein bisschen aufwendiger und machen unseren Stand halt so ein bisschen Kralon-Dungeon-mäßiger. Ja, da fahren wir mit unserem Möbelwagen hin. Genau, da haben wir uns quasi extra Tische bestellt, die dann so ein bisschen danach aussehen. An den Stühlen arbeiten wir noch. Aha. Dann haben wir so ein bisschen Merch, das man auch auf den Tischen verteilen kann. Zum Beispiel irgendwelche Lampen. Wir hatten erst Bierkästen gemacht, ne? Ja, aber stimmt. da war man zu hoch. Ja, das Ein Bierkasten ist zu niedrig und 2 Bierkästen sind zu hoch. So, ja. Ja. Also musste das irgendwas dazwischen sein. Man hätte die auch absägen können und gibt 1000 Möglichkeiten, aber wir haben uns dann doch für Hocker entschieden, Ja. die auch in der richtigen Größe sind. Ja. Genau, die wollen wir mal versuchen zu präparieren. Mal schauen, was dabei rauskommt. Wenn ihr nach Oberhausen kommt auf die Roleplayverse, dann könnt ihr euch das angucken am Stand. Ja. Aber wir werden mit Sicherheit auch ein paar Fotos machen, wenn das Ganze denn dann fertig ist. Und die Wände zum Beispiel, die lassen wir jetzt drucken, damit im Hintergrund auch was zu sehen ist vom Spiel. Und so peu à peu arbeiten wir uns vor, dass wir die ganzen Sachen mitnehmen können. Da muss man an so Sachen denken wie Licht und Stecker und alles muss Brandschutz gesichert sein. Wir haben auch tatkräftige Expertenunterstützung bei der ganzen Geschichte. Genau. Ne? Und zwar die Leute von Dino Shop Nerd Stuff, ja, Genau. die uns auch schon mal ein paar Vorguckerchen gebaut haben hier. Ne? Sowas hier zum Beispiel oder so Schlüsselanhänger oder so. Das heißt, die drucken ganz viel cooles Zeug, ja, einfach aus dem Nichts erschaffen die Dinge so.
dann spawnt alles bei denen zu Hause. Ja? Oder Schlüsselanhängerchen oder irgendwie sowas. Ja, das haben die uns einfach mal so mitgebracht. So total toll. Und die möchten uns unterstützen beim Bau und beim Arrangieren dieser Buden, die wir da machen. Ja. Weil wir haben ja gar keine Ahnung davon. Das stimmt. Die beiden schon, Marco und Anja. Hallo, schönen guten Tag. Ja. An dieser Stelle, genau. Marco und Anja machen nebenbei auch ziemlich coole Dinos. Also wirklich, die heißen so, weil sie in ihrem Dino-Nerd-Shop da sowas wie Dinosaurier-Schädel oder so drucken. Und die sind richtig cool, die sehen super echt aus. Guckt gerne mal in den Shop. Und die trefft ihr auch. Weil die machen nämlich ganz nebenbei auch noch total tolle Cosplay. Ja, Ne? und die moderieren die Bühne. Ja. Ja, also werden wir wahrscheinlich auch noch mal ins Gespräch kommen und hoffen, ganz viele von euch sind dabei. Genau. Ja, Messevorbereitung. Ja, das ist dann auch noch so eine Sache. Wir müssen quasi gucken, was gibt's nebenbei? Wann kann man da irgendwelche Zeitslots mieten? Wann sind wir auf der Bühne? Wann haben wir irgendwelche besonderen Events? Ja, ich möchte darf auch vorsingen auf der Bühne, wenn das alles klappt. Also wir haben noch nicht geprobt, ne? Mit der Band Seducer soll das stattfinden. Ich hoffe, das klappt dann auch. Genau, Ja. wenn wir mehr darüber wissen, wann genau das Konzert stattfindet, beziehungsweise die Konzerte, dann lassen wir euch das auf Social Media auch nochmal wissen. Ja. Ja, was machen wir noch auf der RPV? Vielleicht so ein Hint für diejenigen, die das auch mal machen aus Entwicklersicht. Man muss sich um Versicherungen kümmern. Oh, hey. Ja, zum Beispiel, dass man haftpflichtversichert ist für so eine Messe. Das sind so Sachen, um die man sich vorher eigentlich gar keine Gedanken macht. Und das war auch nochmal so ein Task. Versicherung, ja. Ist aber jetzt alles in trockenen Tüchern, alles ist supi und jetzt können wir auf die Messen. Ja, Hoffentlich. muss man ja auch mal erwähnen. Ja. Genau, ich bin so erkältet. Entschuldigung. Ja, ich bin auch nicht viel besser dran. Ne? Also, Ja. Ja, doch, bin ich. Aber du quälst dich ganz schön rum in den letzten Wochen, ne? Schon. Das ist ja schlimm. Frosch im Hals und alles, ja. Ein paar Kleinigkeiten, die wir euch dann auf der Messe auch geben wollen würden, sind so Sachen, die jetzt nicht so extrem teuer sind in der Herstellung, die wir auf jeden Fall mitnehmen wollen. Buttons. So kann ich das reinhalten. Da, aber da, Dieses- so, da, ja. Warte mal. Hui. So, das ist hier jetzt so ein kleiner Button. Ich krieg das nicht hin, ich bin zu doof. Warte mal. Wieso? Ist doch supi. Da. Na Na gut, also ihr ahnt es schon, ein Button. Man sieht ihn hier so schlecht an meinem Pulli. Das ist kein Knopf. Ah ja. Und dann haben wir neue Lesezeichen gemacht, die wir auch mitnehmen. Die könnt ihr dann am Stand abgreifen. Das sind so kleine Kralon-Lesezeichen. Fand ich echt cool geworden. Und auf der Rückseite habt ihr dann ein paar Links und Informationen über uns und das Spiel. Und dann könnt ihr da ein bisschen was von sehen. Genau. Ja, ordentlich was zu tun haben wir. Ja, und die Version muss da dann auch noch laufen. Ne? Das heißt, bei einigen Sachen, wenn man sich irgendwo anmeldet, muss man auch schon mal eine Demo haben, damit man das einreichen kann. Und da müssen wir dran arbeiten gerade. Eine Community-Frage haben wir noch. Ah ja, sehr schön. Gucken wir mal eben. Die Community-Frage heißt, mich interessiert es, wie sehr ihr als Spieleentwickler euch durch die rasante Entwicklung der Hardware oder auch der Engines unter Druck gesetzt fühlt. Viele Spieler verlangen ja praktisch, dass ein neues Spiel auch die neuesten Möglichkeiten nutzt. Ja, das ist immer schon so gewesen. Seit ich angefangen habe, Computerspiele zu machen, war das so, dass die Technik nicht stehen bleibt. Und sowohl auf der Software-Seite als auch auf der Hardware-Seite. Und als Entwickler ist das immer abhängig davon, wie lange man an einem Spiel arbeitet. An einem Spiel wie Gothic oder Elex oder Risen, ja, irgendwas davon, arbeitet man mehrere Jahre. Da macht man ein Konzept und dann überlegt man, okay, so und so soll das dann aussehen mit den und den Assets. Das heißt, wie die Figuren gemacht sind, welchen Workflow man hat und welche Technik man zugrunde legt. Ja. Und dann kann das sein, dass einen irgendwann die Zeit einholt. Über die Zeit, über die Jahre. Ne? Also an Kralon werden wir mindestens 2 Jahre arbeiten. So.
ne, als Beispiel. So. Im Endeffekt. Insgesamt führt es darauf hinaus. Insgesamt so, ne? Mit allem Pipapo. Das heißt also, irgendwann am Anfang macht man ein Konzept und dann überlegt man sich, das möchte man gerne machen. Und dann haben wir uns für die Unreal Engine entschieden, jetzt in diesem Fall. Und dann gibt's dann natürlich immer die neueste Version. Und dann gibt's nochmal die neueste Version, während man implementiert, während man Daten macht und so weiter. Daten, die man bis dahin gemacht hat, werden vielleicht inkompatibel, man müsste die anpassen und so weiter. Alles machbar, aber kommt zusätzlich obendrauf. Was macht ein Entwickler dann? Irgendwann sagt er, okay, ich bleibe dann an einer Stelle dann, so wie ich es geplant habe und bringe das Ding auf den Markt. Ja. Ja, das heißt also, wo der Zeitpunkt ist, wo man dann diesen Trend nicht mehr mitmacht, ja, ist dann irgendwann in der Mitte, am Anfang vielleicht sogar schon, vielleicht irgendwann am Ende, aber irgendwann muss man sagen, so, ich muss mich jetzt auf das verlassen können, was ich da erarbeitet habe. Jeder Entwickler hat dieses Problem. Und dann muss man das irgendwie auf den Markt bringen. Das heißt also, alle komplett neuen Entwicklungsstände, und wenn es jetzt mit AI ist oder die neueste Grafik, High-End, ne, Meta-Human etc., da gibt es 1000 Dinge, die man machen kann. Die entwickeln sich immer weiter. Ja, ich glaube, es spielen auch noch 3 weitere Faktoren eine Rolle. Erstens, je mehr neue Technik-Features du mit ins Spiel nimmst und je high-endiger du sein willst, desto weniger Leute können es vielleicht am Ende auch spielen. Das kommt noch oben drauf. Das ist eine Sache, die vielleicht auch so ein bisschen dagegen spricht. Also vielleicht möchte man ja auch irgendwann sagen, für das, was ich hier machen will, reicht das jetzt. Es sieht so aus, wie es aussehen soll. Es ist cool, es macht Spaß. Und ich möchte jetzt lieber in die Breite gehen und sagen, wäre vielleicht cool, wenn man noch so ein paar alte Möhren noch mit hinzunimmt und das Spiel darauf auch noch spielbar ist. Weil wenn man immer die neueste Hardware voraussetzt, ja, dann hat man auch weniger Spiele, die das dann auch tatsächlich dann so spielen können. Genau, 2 weitere Faktoren sind, dass wenn man ein AAA-Spiel macht, dann erwarten die Leute das noch mehr. Ja. Weil logischerweise könnt ihr euch vorstellen, ein AAA-Studio, die machen irgendwie den neuesten heißen Scheiß und dann geht's noch viel mehr in Richtung Grafik und Technik als bei den Indies. Bei den Indies ist das extrem breit gewürfelt. Ja. Also wir haben uns im letzten 1,5 Jahren so viele Indie-Titel angeschaut. Da ist es wirklich total bunt. Und es entscheidet jeder anders, genau, wo er stehen bleibt und welche Technik er verwendet. Und wenige gehen tatsächlich dann auf die Grafik. Und dann muss man auch sagen, da kommt es am Ende vielleicht auch drauf an, was für einen Preis man verlangt. Ja, also wenn man jetzt wirklich unglaublich viel gibt, irgendwie die neueste Technik von allem mitzunehmen, da vielleicht auch dafür dann zu stehen, dann verlangen die Leute auch mehr und können es auch. Und ansonsten, wenn du so einen angenehmen Mittelpreis hast, den sich Leute gut bezahlen können, dann erwarten die auch nicht unbedingt, dass dieses Spiel jetzt irgendwie eine High-End-Grafik hat im Indie-Bereich und gucken eher auf Titel, die dafür nach außen auch Werbung gemacht haben zum Beispiel. Und all diese Sachen, die würfelt man dann zusammen. Deswegen, ich empfinde diesen Druck jetzt gerade nicht als allzu hoch. Ich würde sagen, wenn man einigermaßen State of the Art ist das schon okay. Und die großen Titel, die sollen mal ruhig die Vorreiter sein, dann können wir uns am Ende wieder was abgucken oder davon profitieren, was die so im technischen Bereich erarbeiten. Für mich ist wichtig an der ganzen Geschichte, dass das stimmig ist. Ne? Ja. Dass das stimmig ist, dass das Bild, dass das transportiert wird, was da zu sehen ist. Genau. Wir wollen was Gruseliges, wir wollen was Haptisches, wir möchten gerne Ego-Perspektive, wir möchten gerne, dass der Spieler adventure-mäßig sich Dinge anguckt im Level und so. Und das muss unterstützt werden durch diese Grafik und durch die Assets, die wir da haben. Und das ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Genau. Okay. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pithead Studio TV. So ist es. Dankeschön. Tschö. Tschüss. Ja, kommen jetzt spannende Zeiten auf uns zu, ne, wo wir dann unseren Hintern bewegen müssen und dann auf der Messe da schon mal irgendwie Sachen präsentieren. Das wird nochmal gruselig. Freue ich mich voll drauf. Ich hoffe, bis dahin bin ich wieder fit. Das hoffe ich auch.